Man geht in die Länder, sucht sich Partner, schafft Strukturen, Vernetzung und schafft gemeinsam Projektideen und Ziele. Und dieser partnerschaftliche Austausch auf Augenhöhe sichert eine nachhaltige Verbesserung des Gesundheitssystems. Ich bin Kinderärztin an der Charité und zusammen mit Frau Caroline Meinus mache ich seit dem Jahr 2012 die Projektleitung unseres Projekts in Eritrea. Ziel unseres Projektes ist es, die Gesundheitsversorgung von Frauen und Kindern in der Region Gashbarka zu verbessern. Das ist eine sehr ländliche Region mit ungefähr 800.000 Einwohnern. Gerade Frauen und Kinder haben nur sehr schwer Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, vor allem zu einem Krankenhaus, wo qualifiziert Versorgung stattfindet. Wir reisen zweimal pro Jahr mit einem Team von 7 Leuten nach Barentu in das Gashbarka Referral Hospital, um dort ausbildend vor allem tätig zu sein. Die Protagonisten unseres Projekts sind die eritreischen Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen, die jeden Tag unser Training fortsetzen, mit denen wir gemeinsam Projektziele und Methoden entwickeln. Die ursprüngliche Anfrage für dieses Projekt kam von den eritreischen Gesundheitsbeauftragten. Die haben festgestellt, dass eine große Region, während in der Hauptstadt sich dank Hilfe von Archimed vor allem, der NGO Ärzte für Kinder in Not, viel verbesserte in der Versorgung von Kindern, war die ländliche Region noch unzureichend medizinisch versorgt. Und somit ist unser Projekt gewachsen über die Jahre. Vertrauen ist entstanden, wir haben viel kollegialen Austausch und es macht auch einfach viel Freude, dort zu sehen, wie schrittweise, manchmal auch 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück, aber schrittweise die Kinder und Frauen bessere Überlebenschancen haben. Auf der einen Seite ist es so, dass es bei uns in Europa in den letzten Jahrzehnten einen großen Zuwachs an Wissen gab, gerade in der Versorgung von Neugeborenen. Und das ist uns eine Freude, dieses Know-how mitzubringen, mit in die Projektideen und Methoden zu integrieren. Auf der anderen Seite ist es so, in Deutschland sind wir zunehmend mit tropischen Erkrankungen konfrontiert und da können wir viel Wissen aus dem klinischen Alltag und der Zusammenarbeit mit unseren eritreischen Kollegen mitnehmen. Ich finde, dass die Klinikpartnerschaften ein sehr schönes Konzept sind. Es geht nicht darum, dass man sich in Europa oder in der westlichen Welt überlegt, wie kann man in Ländern, wo es weniger Ressourcen gibt, Dinge besser machen, sondern man geht in die Länder, sucht sich Partner, schafft Strukturen, Vernetzung und schafft gemeinsam Projektideen und Ziele. Und dieser partnerschaftliche Austausch auf Augenhöhe sichert eine nachhaltige Verbesserung des Gesundheitssystems. Das macht einmal viel Freude, weil man gemeinsam Wissenstransfer erlebt und das schafft Vertrauen und eine Bindung, die viel besser Strukturen und Veränderung schaffen kann, als wenn es nur von einer Seite ausgehen würde.